geht ab, Leute? Mein Name ist Mactaroon und heute teste ich ein Gitarren-Plugin für euch und auch für mich. Aber nicht nur irgendeins, sondern das MLC Sub-Zero 100 von Bogren Digital. Und der MLC Sub-Zero 100 ist ein echter Amp aus Polen und ein Mann mag den besonders gerne, nämlich Jens Bogren, der auch hinter Bogren Digital steckt. So, und Bogren Digital bemühen sich immer, sehr, sehr gute Plugins zu machen, um einen authentischen Sound zu erzeugen, sei es Gitarre, Bass oder Schlagzeug, ganz egal. Da gibt es auch die One-Knob-Amps, die habe ich mal getestet, da habe ich sogar einen Song mitgemacht und zwar den könnt ihr euch hier mal anhören, um auch mal diesen Sound zu hören. Und heute, wie gesagt, hören wir mal, wie der MLC Sub-Zero 100 klingt, das neueste Produkt von Bogren Digital. Und dazu nehme ich meine Solar A2.6W. Das geht direkt in mein Scarlett Focusrite Interface. Das geht direkt in meine DAW. In diesem Fall ist es FL Studio und dort habe ich den MLC Sub-Zero 100 schon startklar und wir hören einfach mal rein, wie das klingt. So sieht das Ganze aus. Das ist der MLC Sub-Zero 100 in der DAW. Wir gehen mal von oben nach unten grob rüber. Wir gehen ins Detail später. Erstmal hören wir uns ein paar Sounds an. Wir haben hier ganz oben A und B. Das ist ja so gesehen, wie wenn man einen Foot-Switch hat. Man könnte jetzt auf A einen Clean-Kanal speichern und auf B sein High-Gain-Kanal. Das heißt, dann kann man ganz schnell zwischen A und B switchen und muss nicht schnell rumsuchen. Hier haben wir die Preset-Section. Da werden wir uns gleich mit beschäftigen. Wir haben auch hier die anderen Sections. Ja, wie gesagt, gleich mehr ins Detail gehen. Hier haben wir Input, Output, links, rechts, ganz normal. Hier unten haben wir ein Tuner und die Option zwischen normaler Qualität und Ultra Qualität zu switchen. Natürlich nehmen wir Ultra Qualität und auch ganz wichtig, wenn wir das Ganze im Standalone öffnen, also ohne eine DAW, dann haben wir hier unten auch noch die Optionen, ein Metronom zu schalten, die BPM zu bestimmen und Riffs aufzunehmen. Das ist ganz cool, ist aber auch, finde ich, in modernen Plugins eigentlich sollte normal sein. Aber schön, dass es hier auch schon ist. So, wir fangen einfach mal an und holen uns ein Preset raus. Und dann gucken wir uns nach und nach das Ganze im Detail an. Wir haben Artist Presets. Ja, da sind hier ein paar bekannte Namen dabei von bekannten Bands, die ihre Presets hier gelassen haben. Wir gehen aber mal in die Factory Presets und ballern uns da mal durch. Wir fangen natürlich mit dem Clean-Kanal an und schauen mal, was da so auf uns zukommt. Okay, da ist schon ein bisschen Zerre drin, ne? Okay, nächster. Sweet Clean. Also ich bin jetzt auf dem Neck Pickup. Aber da ist ganz schön viel Gain mit bei. Also dafür, dass es ein Clean Preset ist, zeigt schon, was der Amp eigentlich drauf hat. Uiuiui, okay. Das ist schon sehr crunchy für einen Clean-Kanal. Clean Swag. Okay. Redo Sparkle. Sind wir noch in den im Clean-Kanal? Ja, noch 2 Stück. Okay. Ja, ist ja gut. Dankeschön. Also es sind
Clean, muss ich sagen, ist anscheinend nicht so die Stärke von dem Amp. Also es ist okay, es ist normal. Es ist jetzt wirklich nicht herausragend. Wir haben jetzt auch nicht die Effekte, um da richtig übertriebene Sounds hinzukriegen. Wir haben hier keinen Chorus, wir haben hier kein Flanger oder irgendwas, sondern wir haben hier wirklich nur die Möglichkeit, ein paar ein paar Post-Effekte, und zwar Delay und Reverb, die auch angeschaltet sind, man sieht es hier. Da gehen wir aber nachher auch nochmal ins Detail. Gut, Clean, wie gesagt, ist jetzt nicht so. Wir gehen mal in den Crunch. Und wir sehen auch hier, das ist jetzt Kanal 2. Kanal 1 wäre der Clean-Kanal, Kanal 2 ist dann Crunch und 3 wäre dann nachher der High-Gain-Kanal. 80s. Okay. Great Rock. Okay. Wir gehen jetzt mal einfach mal in die, komm, High Gain, hier, komm. Ja, also ich muss gleich am Anfang, fällt mir auf, dass der Sound an sich schon wirklich authentisch ist. Also es klingt nicht wie die meisten Plugins, da merkt man immer noch so einen kleinen digitalen Hauch mit bei. Hier auch noch, ja, aber es geht wirklich mehr schon in die Richtung echter Amp-Sound, das muss man schon sagen. Es liegt aber auch vielleicht an einer kleinen Sache, die wir gleich unter die Lupe nehmen. Wir gucken uns jetzt erstmal das Ding hier an. So, wir sehen hier ganz links, ganz vorne in der Kette, sehen wir die Boost-Pedale. Wir haben nämlich zwei verschiedene. Wir haben einmal Fascination Street OVD1, was vom Layout sehr an einen TS9 erinnert, also an einen ganz normalen Tube Screamer. Wir haben hier Level, Tone und Drive. Wir sehen hier auch Drive ist ein bisschen hochgeschraubt auf 2.2, was wir normalerweise, machen wir sowas nicht, ja, aber normalerweise machen wir das so und Tone so ein bisschen hier in der Gegend und dann ist aber auch schon ganz schön was los hier, ne? Okay, wir haben aber auch das Pedal hier, Vanilla Sky. Klingt köstlich. Und das ist im Prinzip das gleiche. Ja, wir haben Level und Drive, aber wir haben statt Tone haben wir Colors, White und Blue. Das heißt, Tone ist ja insgesamt der Ton, den wir ein bisschen verändern. Und hier können wir gezielt die Höhen und auch die Tiefen ein bisschen justieren. Das heißt, wir können hier ein bisschen weniger Bass, ein bisschen mehr Höhen. Zack, zack, zack. Und schon. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool, da wir so gesehen schon vorher einen kleinen EQ schalten, bevor wir überhaupt zum normalen EQ kommen. Also so gesehen in der Preamp-Section. So, dann gehen wir mal so ein bisschen hier. Ich fand das gar nicht so schlecht.
So, dann kommen wir jetzt endlich mal zum Amp. Also, wir haben hier Power, das heißt aus, an. Warum auch immer, aber schön. Ein Noise Gate natürlich, was auch eigentlich schon Standard sein muss in solchen Plugins. Das habe ich meist so auf 42. Wir haben Presence, wir haben Depth. Wir haben darunter einen kleinen Schalter, der bestimmt, wie viel Effekt die beiden Potties überhaupt haben. Das heißt, wir können die ein bisschen, dass die nicht so viel Effekt haben, aber auch vielleicht ein bisschen mehr Effekt haben. So, dann haben wir hier natürlich Gain, das ist die Zerre, das ist ganz, ganz wichtig. Dann die Lautstärke für den Kanal. Dann haben wir natürlich die EQ-Section, Bass, Mitten und Höhen. Wir haben hier unter einen Schalter, den M45. Was ist das? Das ist eigentlich etwas, was zum Beispiel oft bei oder überhaupt bei Blackstar Amps vorhanden ist, nämlich die Option von einem amerikanischen Sound zu einem britischen Sound zu switchen. Also wir können das hier nicht so abwiegen wie beim Blackstar, wir können es an- und ausschalten. Das heißt, wenn wir jetzt auf angehen, dann wird ein wenig Gain reduziert und man simuliert dann einen britischen Style. Das heißt, wenn wir jetzt mal so spielen und jetzt den britischen, wer es mag, kann das gerne machen. Dann haben wir hier Bright, also ein bisschen einen helleren Klang. Da haben wir 1 aus und 2. Also 1 und 2, halt wenig und ein bisschen wenig mehr. Das ist auch Geschmackssache, ne? Wir lassen es mal auf 2. Dann haben wir hier einen sehr lustigen Schalter, der uns wählen lässt zwischen den Röhren. Wir haben 6L6s und wir haben EL34s. Der Unterschied zwischen diesen Röhren ist, dass die 6L6s mehr in Richtung Low-End gehen und die EL34s noch so ein bisschen mehr in Mitten und so Höhenbereich. Ja? Also man merkt, bei den 6L6 ist wirklich ein bisschen mehr Druck hinter dem Ganzen. Dann haben wir hier den Masterkanal. Der Masterkanal wirkt sich wie das Noise Gate auf alle Kanäle aus. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Master hier hingehe und ich switch den Kanal, bleibt der Master Potty so bestehen. Der Volume Potty hingegen, der verändert sich. Ja, den können wir pro Kanal so justieren, wie wir ihn haben wollen, aber der Master bestimmt das ganze Plugin. So, dann haben wir, und jetzt wird es interessant, ich gehe mal hier ein bisschen mehr in den High-Gain-Bereich. So, eigentlich fand ich den Sound soweit ganz gut. Wir gehen jetzt mal in die Cabinet-Section, weil jetzt wird es wirklich interessant. Das ist auch eigentlich ein ganz normales Layout, finde ich, für moderne Plugins. Wir haben hier die Möglichkeit, links und rechts jeweils ein Mikrofon oder auch ein Cabinet auszusuchen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, die Mikrofone zu positionieren. Um unseren eigenen Sound zu definieren. Wir können hier sogar den Winkel der Mikrofone verändern. Nice. Aber was sehr, sehr, sehr wichtig ist und was dieses Plugin so besonders macht, ist hier unten die IRDX Technology, was Bogren Digital jetzt neu erfunden haben, sage ich mal. Weil, und jetzt kommt es, liebe Leute, das Problem
was digitale Amps haben, Plugins, ist im Gegensatz zu echten Amps, es fehlt etwas. Und zwar fehlt Leben, also so Luft. Ist schwer zu erklären, das wird man wissen, wenn man beides mal gespielt hat. Wenn du vor einem echten Amp stehst und spielst den, du merkst, dass da einfach mehr Bewegung in der Luft ist. Das hast du bei Plugins normalerweise nicht. Die IRDX Technology versucht dem aber entgegenzukommen und einfach ein wenig Leben zu simulieren. IRDX steht für Impulse Response Dynamics. Impulse Response sind dann ja so gesehen die Sounds von den Boxen. Ihr versteht schon. So, das heißt, wir machen jetzt mal einen kleinen Test und hören mal rein, wie das klingt, wenn wir 0 haben und wenn wir auf 100 sind. Also man merkt wirklich, dass wenn das angeschaltet ist, dass da einfach ein Klangbild entsteht, was, ja, also ich habe jetzt mehr Höhen und mehr Tiefen einfach gespürt und rausgehört, als wenn es aus ist. Wenn es aus ist, klingt es einfach so ein bisschen wie es klingt flach. Beziehungsweise flacher, als wenn das angeschaltet ist. Das heißt, diese Technologie wird oder sorgt schon dafür, dass wirklich Plugins in Zukunft noch authentischer wirken als sowieso. Und finde ich eine super Sache. Gefällt mir akustisch sehr, sehr gut. Top, auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, wie in normalen, modernen Plugins auch, eigene IRs zu laden. Und die sind aber dann auch effektiert durch diese Technologie. Das heißt, es geht auch mit eigenen IRs, dass die IRDX-Technologie reinhaut. Sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einen EQ. Den würde ich jetzt sagen, braucht man nicht unbedingt. Aber wer ihn haben möchte, da ist er. Und natürlich hier, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben hier einen Delay und einen Reverb, die wir halt beide an- und ausschalten können und ein bisschen noch verändern können. Wir gucken mal rein, wie das so klingt. Oha. Da macht mein PC nicht mehr mit. Und der Delay, das Delay, der Delay, Jan Delay. Ja. Nichts Besonderes, aber ich denke mal, das sind stabile Sounds, stabile Pedale. Da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ich möchte jetzt noch herausfinden, wie der Unterschied zwischen dem Crunch und dem High-Gain-Kanal ist. Dazu sollte ich vielleicht mal den Reverb ausmachen. So, wir versuchen jetzt mal die gleiche Einstellung in den Crunch-Kanal reinzukriegen. Wie war das denn? So. Okay. So.
So, ich denke mal, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Gain. Hatten wir da die... Ah, die 6x6s, okay. Aber der Bright Schalter ist nicht an. Ist ein bisschen lauter, ne? Aber ich muss sagen, ich persönlich finde den Crunch-Kanal finde ich irgendwie ein bisschen besser. Der klingt ein bisschen sauberer. Der High-Gain-Kanal hat ganz schön Power und ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ein bisschen zu druckvoll. Also das soll jetzt nicht negativ klingen, ist persönlicher Geschmack. Der hat schon ordentlich Dampf, aber ich mag es ein bisschen sauberer. Von daher finde ich den Crunch-Kanal eigentlich ziemlich cool. Ups. Nice. Top. So, mein Fazit jetzt zum MLC Sub-Zero 100 Plugin ist eigentlich positiv. Ich finde es eine geile Sache. Es ist jetzt nicht wirklich mein persönlicher Geschmack in Sachen Amp Sound, muss ich zugeben, aber das mal beiseite geschoben, haben wir hier ein Plugin, was wirklich sehr kräftigen, deftigen Metal Sound bietet. Was mich aber am meisten überrascht und gefreut hat, ist halt diese IRDX Technology, die wirklich es schafft, wenigstens etwas Leben in einen digitalen Sound reinzuhauchen, dass wir einen großen Schritt weiter sind, diesen Unterschied kleiner zu machen zwischen einem echten Amp-Sound und einem digitalen Amp. Also das fand ich jetzt wirklich sehr schön. Und vor allem, das Ding kostet 99 €. Das ist für ein Plugin nicht zu teuer und auch nicht zu billig, zumindest nicht für das, was wir hier geboten kriegen. Es ist ein sehr authentischer Sound. Der Clean-Kanal stinkt ein bisschen ab, meine Meinung, aber ist nicht wirklich schlimm, weil wer diesen Amp hier haben möchte, der ist wahrscheinlich auch in einer Musikrichtung unterwegs, die jetzt nicht unbedingt für Clean Sound bekannt ist. Man kann was mit dem Clean-Kanal machen, aber man darf da jetzt nicht so viel Erwartung haben. Ich habe schon Plugins gespielt, da haben wir viel mehr Effektgeräte, da können wir richtig geile Clean Sounds machen. Ist hier nicht geboten, brauchen wir auch nicht. Das hier ist High Gain Shit und das Ding liefert das auch. Von daher ja, kann ich das Ding auch nur empfehlen. Zumindest testet es mal aus. Ich habe jetzt auch die Testphase 14 Tage, kann man das Ding mal rumprobieren und das sollte auf jeden Fall mal jeder machen. Und alleine schon wegen dieser IRDX Technology, damit ihr mal diesen Unterschied hört zwischen normalen IRs und diesem
Leben, was da reingehaucht wird. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir würde es gefallen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, wenn ihr das Video liked, wenn ihr das teilt, wenn ihr was Nettes drunter schreibt oder auch wenn ihr mir auf Instagram oder Spotify folgt. Mir würde mir alles super gefallen. Liegt in eurer Hand. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.